Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ich bin Adel der Reisende und ich möchte heute auf mein letztes Video anknüpfen, und zwar, wie ich mich selbst geheilt habe. Und im letzten Video ging es darum, wie ich das mit Ernährung hinbekommen habe. Und heute möchte ich über ja, die Sprache der Seele und Erkenntnisse im Leben sprechen und wie diese auf deine Gesundheit sich auswirken, beziehungsweise wie du dich damit heilen kannst. Oder wie ich es gemacht habe. Es klingt komisch, aber ist es auch. Also, ich hatte jahrelange Probleme mit den Händen, und zwar Schuppenflechte, die ich dann mit Ernährungsumstellung und Darmreinigung in den Griff bekommen habe. Das habe ich im letzten Video ausführlich erläutert. Aber es war jetzt nur die halbe Wahrheit, weil letztendlich war es ja, ich habe meinen Körper gereinigt und habe dafür gesorgt, dass mein Körper es wieder gut geht. Somit brach diese Krankheit dann nicht mehr aus. Ähm, Allerdings habe ich beobachtet, dass es immer wieder mal ein bisschen aus, ausbrach, weil ich mal wieder mich nicht so besonders ernährt habe. Es war also nicht ganz weg, und das war auch nicht die Lösung, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass es komplett verschwindet. Ich muss sagen, die, die Hauptursache von Krankheiten, ähm, vor allem von chronischen Krankheiten, kann auch Allergien dazu zählen, Autoimmunkrankheiten. Das sind alles Zeichen von deinem Körper, dass irgendwas in deinem Leben nicht ähm, in Ordnung ist. Und da musst du dann hinschauen. Genau überlegen, was kann die Ursache sein, warum mein Körper mir das als Botschaft übermittelt. Also meine damalige Freundin Claudia, ich grüße dich, wenn du zuschaust, die hat mir damals gesagt, ich hätte ein psychisches Problem. Ich habe das nicht geglaubt. Mir ging es gut. Ich war glücklich. Also ich dachte, ich wäre glücklich. Ähm, Sie meinte, 90% oder so, ich weiß nicht mehr, der Krankheiten sind psychisch bedingt. Und ich hatte ein paar chronische Krankheiten ähm, oder Autoimmunkrankheit wie die Schuppenflechte und mit dem Rücken Probleme, Ohrenprobleme, habe nicht mehr gut gehört, Jucken, Tinnitus. Ich kann noch ein paar Sachen aufzählen, aber ich lasse es. Ich habe mal erzählt, ich werde nicht krank, aber das ist halt, da meine ich mit anderen Krankheiten wie Grippe oder sowas. Aber diese chronischen Krankheiten, die kommen einfach von der Psyche, von der Kindheit meistens, von Traumata. Und das habe ich erst jetzt erkannt, vor kurzem. Im, beim Beispiel, um beim Beispiel zu bleiben, ähm, ich habe ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Ähm,
ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber es gibt da verschiedene Bücher, die sich da mit dem Thema befassen. Krankheiten als Sprache der Seele oder so. Und da habe ich dann, da kannst du alle Krankheiten dir anschauen. Und was das für seelische ähm, Botschaften sind. Also jetzt bei Schuppenflechte war es, also ganz kurz gesagt, also es waren so ein paar Seiten, ne? Ich nenne jetzt mal 2, 3 Stichworte. Trennungsangst. Angst, quasi verletzt zu werden. Also, oder verlassen zu werden und dadurch verletzt zu werden. Ja, und dann baut der Körper einen Schutz auf. An den Händen zum Beispiel. Und also bei jedem Menschen ist das unterschiedlich, wirkt sich das unterschiedlich aus. Bei mir war es die Schuppenflechte an den Händen. Und das ist quasi wie ein Panzer, der sich bildet, dass man sich von der Außenwelt abkapselt als Schutz, um nicht mehr verletzt zu werden. Wow. Als ich das gelesen habe, hat es Klick gemacht. Also ich hatte wirklich Gänsehaut. Und das war die Bestätigung für mich. Immer wenn ich Gänsehaut kriege oder so einen Schauer, dann ist das ein Zeichen von oben für mich. Das ist Energie, ja. Denn ich habe da mal zurückgedacht, ja, wo fing das denn schon an? Also man kann sogar bei der Geburt anfangen. Boah. Ich wurde damals von meiner Mutter unmittelbar nach der Geburt getrennt und wurde dann in einen Babyraum gebracht. Es war eine Frühgeburt und ja, keine Ahnung. Das haben sie aber mit allen Kindern damals gemacht. Direkt weg mit dem Kind, weg von der Mutter. So wie es sein soll, ne? Super natürlich. Als Baby ist das ein Trauma, von der Mutter plötzlich so getrennt zu werden. Du wächst in ihrem Mutterleib ähm, heran und wirst dann plötzlich nach dem 9. Monat so einfach mal von deiner Mutter weggenommen. Und bist ja irgendwo in der Außenwelt auf einmal ganz allein. Natürlich ist das ein Trauma. So, das war die erste Trennung. Zweite Trennung, an die ich mich jetzt erinnere, ist, und das war auch ein Trauma, die Scheidung meiner Eltern oder das Trennen meiner Eltern. Und ich war zu der Zeit noch in Ägypten mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Und dann haben sich meine Eltern getrennt. Und ich bin bei meiner Mutter geblieben. Und wir sind nach Deutschland geflogen. Und ja, mit meinem Vater hatte ich dann keinen Kontakt mehr. Also war das die Trennung von meinem Vater. Ich habe das gar nicht so schlimm empfunden. Ich fand das cool, sogar in Deutschland zu sein. Schnee und alles fand ich super. Und dann hatte ich mehrere Beziehungen, später als Erwachsener. Und die gingen mit der Zeit immer wieder in die Brüche, alle paar Jahre. Ja. Nach 1,5 Jahren, nach 4 Jahren, nach 9 Jahren. Ja. Und das hat sich ja immer verdoppelt quasi von der Zeit, aber jedes Mal wurde ich verlassen
von den Frauen. Ich wurde immer verlassen. Ich habe versucht, immer alles für die Beziehung zu geben, aber ich war nicht in der Selbstliebe und habe die Liebe im Außen gesucht. Und auch bei meiner letzten Freundin, der Claudia, da hatte ich auch zu sehr geklammert, kann man sagen. Und das war einfach, ich habe immer jede freie Minute mit meinen Freunden verbringen wollen. Und habe mich auch immer sehr um meine Freundinnen gekümmert, weniger um mich. Ja, ich wollte immer helfen, keine Ahnung. Ich habe so ein Helfersyndrom, zumindest gehabt, hoffe ich. Weiß es nicht, ob ich es habe. Ich helfe immer noch gern, klar. Sonst würde ich jetzt nicht dieses Video drehen. Ähm, auf jeden Fall wollte sie mich auch öfters verlassen. Immer alle 2 Monate hatten wir Streit. War eine sehr intensive Beziehung, aber in der ich sehr gewachsen bin. Und ich bin auch sehr dankbar für jede einzelne Beziehung, die ich hatte. Also weil ich da immer dran gewachsen bin. Vor allem die letzte war sehr, sehr intensiv. Auch von der Spiritualität und der Tiefgründigkeit und von Selbsterkenntnissen. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Jedenfalls kam es irgendwann zu einem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, die Frau kann mir keine Wertschätzung geben oder sie gibt mir nicht die Wertschätzung, die ich mir wünsche. Sie hat mir sicherlich Wertschätzung gegeben, aber ich habe sie nicht empfangen. Oder was auch immer. Das hat was mit Selbstliebe zu tun, mit Mangel aus Selbstliebe. Jedenfalls bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich dann erkannt habe, nein, das ist es mir nicht mehr wert, so eine Beziehung zu führen. Und dann war ich in meiner Wertschätzung. Und ich konnte selber mit der Frau Schluss machen. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mich von einer Frau trennen wollte. Und das war meine Traumfrau. Ja, es ist schade, aber im Nachhinein erkenne ich den Sinn der Beziehung. Der Sinn, hauptsächliche Sinn für mich war es, in die Selbstliebe zu kommen. Und seitdem gehe ich meinen Weg und jetzt auch auf Reisen und hatte meine Hochzeit gefeiert in der Selbstliebe, meine eigene Hochzeit quasi. Und ich spüre immer mehr, dass ich glücklicher bin, einfach allein auch zu sein. Natürlich ist es auch schön, eine Freundin zu haben. Die Zeit wird auch wieder kommen. Aber im Moment ist der Weg jetzt für mich so perfekt. Also, das war jetzt quasi meine Geschichte. Und als ich das erkannt habe, dass das die Selbstliebe oder der Weg zur Selbstliebe und diese Erkenntnis hat mir dazu verholfen, oder schon die Erkenntnis zu haben, dass die Schuppenflechte aus der Trennungsangst kommt. Das kam hauptsächlich aus Mangel an Selbstliebe. Hammer, oder? Und jetzt habe ich wirklich alles geheilt an meinen Händen. Die Schuppenflechte bricht nicht mehr aus. Super. Das war meine Story zur Selbstheilung.
Und es gibt dann noch ganz viele andere Sachen. Also ich kann dir sagen, jetzt schon, wenn du taub wirst oder so wie ich schwerhörig wirst, so langsam, dann hat das auch damit zu tun, dass du Dinge nicht hören möchtest und das auch aussprichst. Ich habe das öfters mal gesagt, wenn ich Probleme anderer nicht hören wollte aus der Familie, dann habe ich gesagt, ich will den Scheiß nicht. Ne? Und das möchte ich jetzt nicht wieder aussprechen. Oder ich schätze mal, wenn die Ohren jucken, da juckt mich was, da stört mich was. Oder wenn ich nicht frei atmen kann, Schnupfen habe oder so chronisch, ich habe die Nase voll. Oder ja, und deshalb gehe ich diesen Weg der Befreiung. Und es ist ein langer Weg, also man ist nicht von heute auf morgen gesund. Da müsste ich eigentlich auch noch mehr an mir arbeiten. Ja, aber Schritt für Schritt. Und wenn ich das nächste Gehalt habe, dann lasse ich es euch wissen. Und ich hoffe, ich konnte einige von euch auch inspirieren, mal über eigene Krankheiten nachzudenken. Und diese kommen einfach sehr schleichend. Ja, zum Beispiel Konzentrationsschwäche oder sonst irgendwas, Vergesslichkeit. Das merkst du nicht sofort. Das sind auch Verdrängungen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich euch damit inspirieren konnte, auch mal über einige Dinge im Leben nachzudenken. Und vielleicht hilft es euch. Es würde mich freuen. Vielleicht hatte der ein oder andere von euch auch ähnliche Erfahrungen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mit uns und der Community teilt und in Austausch kommt. Also, ich freue mich. Bis dann, euer Adel, der Reisende.